1000 Pfund Motorradhebebühne. Das heißt nie wieder am Boden herumkreien beim Motorrad ausschrauben. Nie wieder! Das heißt nie wieder am Boden herumkraxeln beim Motorrad reparieren. Jawohl, heute kommt die Motorradhebebühne. Auspacken, aufbauen. Spaß. Jawohl. Motorradhebebühne. Das heißt nie wieder am Boden herumkreien beim Motorrad ausschrauben. Das heißt nie wieder am Boden herumkraxeln beim Motorrad reparieren. Das ist das letzte Mal beim Auspacken, dass ich auf dem Boden herumkraxeln muss. Was gibt's denn da alles? Was ist das Schatz? Ah, die Rollen sind das. Das wäre eh recht geschickt, weil dann könnten wir mit der rüberfahren, nämlich auf was halt tragen. Und hier. Ikea für Fortgeschrittene. Ah, Blödsinn! Ja, da hinten haben wir noch. Das ist Karton. Das habe ich auch gedacht. Benjamin sortiert da brav. Sehr schön. Wie das 2 oder? Ja, pass auf, bei jedem gehört auch so ein Sprengring und auch Beilagscheiben, glaube ich. Ich würde sagen Beilagscheibe, Schraube, dann da durch, dann der Sprengring und dann die Mutter drauf. Also, Mutter? Da drauf die Mutter mal. Steckst du das so durch? Sind deine Hände zu groß? So. Weil die da in der Ecke, die links diagonal, genau. Jawohl, halt es so. Ja. So. Sie muss aus dem Weg, sie steht im Weg herum und sie gehört jetzt da auf die neue Hebebühne. Die rote Hebebühne. So, da festschrauben. Das mache ich. Sind die schon festgeschraubt? Nein, das war wieder noch als wir. Kinder, erst der Freitag auf den Motorraum, fliegt es mir gleich wieder runter. Wir machen mal bald Pause. Das machen wir jetzt fertig. Dankeschön.
mehr mehr. Für die war das schon zu viel. Das Motorrad ist auf der Hebebühne. Ab sofort können wir auf Augenhöhe arbeiten. Das erste Mal in meinem Leben. Der nächste große Schritt ist Ausbau vom Getriebe, weil am Montag kriegen wir die neue Kupplung geliefert. Dann können wir die Kupplung einbauen. In diesem Sinne, mehr wenn ihr uns wiederseht. Ihr müsst gucken, wie es weitergeht. Ciao! Tschüss. Achso, doch noch, oder? Tschüss. Mehr wenn ihr ihn wiederseht. Ihr müsst gucken, wie es weitergeht.